Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview. Ja, guten Tag, mein Name ist Marc Becks, ich bin der Finanzvorstand der Masterflex SE in Gelsenkirchen. Und aus dem Börsenradiostudio aus Bayreuth meldet sich Peter Heinrich. Grüße Sie. Hallo, Herr Heinrich. Ich habe vorhin mal nachgeguckt, ich war neugierig. 5.3.2001 hatten wir unser erstes Interview, also Börsenradio und Masterflex zusammen. Seitdem hatten wir 54 Interviews mit Masterflex, also heute ist quasi unser 55. Interview. Also, da gab es immer wieder Quartalsupdates. Es ist eigentlich schon spannend, eine Firma über diese viele Jahre hinweg zu begleiten. Oft hatten wir mit Dr. Basti ein Interview oder Herrn Vanja. Ich glaube, unser erstes Interview zusammen müsste 2008 oder 2009 gewesen sein. Heute gibt es die Quartalszahlen zum dritten Quartal 2023. Auch wenn wir schon so lange zusammenarbeiten, ich möchte es nochmal herausstellen, was macht eigentlich Masterflex? Masterflex ist flexibel in den Schlauchverbindungen, die hergestellt werden. Dabei handelt es sich um High-End belastbare Schläuche für besonderen Einsatz. Zum Beispiel extremer Druck, extreme Hitze, Säure für die Industrie oder Reinheit für Medizintechnik. Herr Becks, hätten Sie 1, 2 Beispiele für uns, wo Masterflex-Schläuche in extremen Situationen eingesetzt werden? Ein Schlauch muss ja nicht nur dicht halten. Was gibt es denn Neues? Also ein Schlauch muss logischerweise nicht nur dicht halten. Was, finde ich, immer sehr eindrucksvoll ist so dieses Thema hohe Temperatur. Wir haben eine Dauertemperaturbeständigkeit von 1100 Grad Celsius. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist natürlich schon eine riesige Temperatur. Wir haben viele Schläuche, die auch im abrasiven Bereich tätig sind und dort besser funktionieren als Stahl, weil sie halt einfach weicher sind und damit nicht so abrasiv, wie das Stahl zum Beispiel ist. Und damit tauschen wir das dann auch aus und wechseln das, also dass sozusagen Stahl durch uns substituiert wird. Jetzt habe ich das Wort auch. Ich finde so diese Anwendung von den Fluorpolymerschläuchen, die wir seit 2017 an Bord haben, auch sehr, sehr spannend. Das sind Schläuche, die eine hohe chemische Resistenz haben, eine hohe Temperaturbandbreite von minus 200 bis plus 200 Grad, so plus minus, die oft in der Halbleitertechnik eingesetzt werden, aber auch in der Lebensmitteltechnologie, weil die so diesen Teflon-Effekt haben und damit auch eine sehr, sehr spannende Erweiterung unseres Schlauchportfolios bieten. Auch unsere medizintechnischen Schläuche, die schon grundsätzlich sehr klein sind, dann noch verschiedene Kanäle haben, wenn man das so sieht, damit man sozusagen mikroinvasive Eingriffe machen kann. Das ist schon herausragend. Auch Mats und Tim, die in der Luftfahrtindustrie sind, wo die Schläuche unglaublich leicht sind. Das heißt, wenn man die mal in der Hand hält, sind das unglaublich leichte Schläuche. Also das Spektrum dessen, wo wir tätig sind, was die Spezialanwendungen sind, das ist echt schon wirklich breit gefächert. Sind Sie jetzt eigentlich eher ein Chemiekonzern oder ein Metallkonzern? Eher, also wir ordnen uns schon selber der Kunststoffindustrie zu, auch wenn unsere Abnehmerbranchen quasi all das ist, wo produziert wird. Insofern ist unser Unternehmen auch immer eigentlich ein guter Benchmark, wie eigentlich die Wirtschaft gerade läuft, weil wir wirklich von Maschinenbau, Automotive, Medizintechnik, Halbleitertechnik, Robotik und so weiter eigentlich querbeet alle produzierenden Branchen beliefern. Na, dann greife ich das gleich auf. Spiegelbild der Wirtschaft, Zitat aus der Pressemeldung: Die konjunkturellen und vor allem geopolitischen Unsicherheiten sind in den letzten Wochen leider nicht weniger geworden. Trotzdem sind wir operativ gut unterwegs. Wie steht es denn um die Wirtschaft in Deutschland und Europa? Ist natürlich jetzt eher eine politische oder konjunkturelle Frage. Ich denke, wir haben hier ein sehr gemischtes Bild und wir sehen das bei uns, dass die zyklischen oder mehr zyklischen Branchen wie Maschinenbau und so weiter, Automobilindustrie, eher haben wir auch Mengen, also Volumenrückgänge an der Stelle. Andere Industrien wie Medizintechnik, wie Halbleitertechnologie wächst. Insofern ist das ein sehr, sehr gemischtes Bild. Und wie es in den nächsten Jahren weitergeht, ist schwierig zu sagen. Aber ich glaube, hier muss von der Politik, und da ist jetzt nicht nur Berlin gefordert, sondern auch Brüssel, mal Zeichen geben, dass wir mehr in Richtung Marktwirtschaft wieder tendieren, Bürokratieabbau und so weiter sind diese Stichpunkte, die auch natürlich Unternehmen treffen, insbesondere kleine mittelständische Unternehmen. Was dort an Bürokratie diesen Unternehmen aufgebürdet wird, ist. Nochmal zu Ihrem Markt. Es gibt ja also quasi überall Bedarf an Schläuchen. Mit welchen Branchen machen Sie den meisten Umsatz und wie läuft es denn im Wachstumsmarkt der Medizintechnik? Also den meisten Umsatz machen wir sicherlich so mit diesen klassischen Industrien, die wir weitgehend als Prozessindustrie, vielleicht auch Maschinenbau zusammenfassen kann. Dort sind wir am stärksten unterwegs, auch mit einer starken Europa- und Deutschlandzentrierung.
Zweitgrößte Branche aus unserer Sicht ist dann das, was wir so unter Life Science bündeln, also Medizinindustrie, so mit 19-20% vom Konzernumsatz. Und da kommt dann noch Food, Pharma, Labortechnik und so weiter hinzu. Dann kommen wir dann so in die Richtung 25%. Grundsätzlich ist das ein Bereich, wo wir auch perspektivisch wachsen wollen, sowohl umsatzseitig als auch von den Anteil am Konzernumsatz. Wie voll sind denn Ihre Auftragsbücher, beziehungsweise die der Industrie, wo Sie dann liefern? Und wie funktioniert das? Bestellt die Industrie rechtzeitig oder müssen Sie genug vorproduzieren und wird das dann alles aufs Lager gelegt und dann abgerufen? Kommt ein bisschen auf die Abnehmerindustrie an. Wenn wir so den klassischen Maschinenbau nehmen, die bestellen quasi einfach. Da gibt es keine langen Vorläufe, sondern da wissen wir auch aus Vergangenheitsdaten, wie viel wir auf Lager legen müssen. Die bestellen einfach. Luftfahrtindustrie, zum Beispiel wie ein Kunde wie Airbus, der gibt uns schon immer eine Jahresvorschau und bestellt dann sozusagen zyklisch. Bei uns, aber da wissen wir schon im Voraus im Prinzip, was da kommt im Jahr. Medizintechnik haben wir viele Projekte, Projektgeschäft, da wissen wir dann auch, wie viel dann in dem Jahr grundsätzlich kommt. Also ist das hier ein sehr gemischtes Bild, hängt von der Abnehmerindustrie ab und insofern die Auftragsbücher sind eigentlich gut gefüllt. Normal haben wir immer so 4 bis 6 Wochen Reichweite in den Auftragsbüchern. Das würde jetzt so 8 bis 10 Millionen Umsatz entsprechen. Momentan liegen wir noch auf über 20 Millionen, was auch zeigt, dass die Auftragsbücher bei uns ganz voll sind, aber ist natürlich dann auch von Branche zu Branche unterschiedlich. Was mich noch interessiert, wie machen Sie das technisch? Also man muss ja Maschinen umrüsten. Umrüstzeit kostet Zeit, kostet Geld. Also wie viele Produkte haben Sie, wie viel tausend? Produzieren Sie dann für eine Industrie einen Schlauch an einem Tag für das ganze Jahr und legen sich dann auf Lager? Oder produzieren Sie, sagen wir mal, immer 400 Schläuche im Quartal, legen sich dann auf Lager? Das wird doch sehr kompliziert sein, kann ich mir vorstellen. Und ein Schlauch ist ja nicht nur Maschine rein und pressen, sondern hat ja verschiedene Verfahren bei Ihnen. Das sind ja Spezialschläuche. Also das stelle ich mir so schon sehr aufwendig vor. Also es ist sehr aufwendig. Im Prinzip hängt es auch davon ab, wie schnell der Kunde die Schläuche haben möchte. Im Prinzip, wir haben 2 Kernfertigungsverfahren. Wir machen kundenindividuelle oder auch eine kundenanonyme Lagerfertigung, wo wir einfach aus Vergangenheitsdaten als auch von dem, was wir vom Kunden wissen, einfach auf Lager produzieren. Und wenn der Kunde dann bestellt, kriegt er die Produkte vom Lager. Und wir haben eine kundenspezifische Auftragsfertigung, wo der Kunde dann aber 3, 4, 5 Wochen dann auch auf die Schläuche warten muss, was für ihn aber grundsätzlich kein Problem ist. Also insofern von der Produktionsplanung ist das bei uns schon durchaus eher anspruchsvoll, das möglichst wirtschaftlich zu betreiben. Bei uns kommen schon so Fragestellungen hoch, naja, macht es vielleicht nicht Sinn, einen gewissen Schlauch, so eine Halbjahresmenge oder eine Jahresmenge sogar zu produzieren, damit wir Rüstkosten sparen. Also insofern sind das schon das, was Sie anschneiden, auch Fragestellungen, die wir uns stellen und dort immer wieder optimieren, damit wir sozusagen ein gutes Optimum zwischen Rüstzeiten und Lagerbestand irgendwo hinbekommen. Rüstzeiten sind auch Kosten. Schauen wir auf die Kostenseite. Inflation, höhere Kosten für Material, Zinsen, Personal, Energie. Wie sieht denn die Bilanz der höheren Kosten aus bei Ihnen? Wir konnten grundsätzlich, das betrifft insbesondere das Geschäftsjahr 2022, die Kostensteigerungen, die sich bei uns in den Rohstoffen widergespiegelt haben, als auch in den Energiekosten und Frachtkosten vor allem relativ ordentlich an unsere Endverbraucher, an unsere Kunden weitergeben. Das haben wir auch sehr offen und transparent mit unseren Kunden gemacht, auch da, glaube ich, sehr, sehr gut kommuniziert. Glücklicherweise ist jetzt sozusagen diese Rohstoffengpässe, die wir in 22 noch hatten, hat sich so ein bisschen eingeschwungen. Das ist jetzt besser geworden. Aber wir sind natürlich immer noch auf einem hohen Kostenniveau, was das angeht. Und das Thema Lohnkosten ist natürlich auch eins, was in Zeiten von Inflation, in Zeiten von Mindestlohnthematiken und so weiter auch ein gravierendes ist. Die steigen bei uns natürlich kontinuierlich. Und das ist auch ein Thema, was wir sozusagen in den Markt weitergegeben haben an der Stelle. Das funktionierte ganz gut. Wir sind, wie gesagt, ein Spezialschlauchhersteller und wir machen C-Teile, aber es kommt jetzt auch nicht auf den letzten Cent drauf an, in unserem Geschäftsmodell den auszuloten sozusagen. Insofern sind wir sozusagen Lösungsanbieter und das ist den Kunden bei uns auch wichtig. Nennen wir noch Zahlen nach dem 3. Quartal bzw. Umsatz 9 Monate. 79 Millionen Euro, 3,8% über Vorjahr. Operatives Konzern-EBIT nach 9 Monaten liegt bei 11 Millionen nach 10,4. Konzernergebnis fast auf Vorjahresniveau, 7,2 minus 1,3%. Was geben Sie eigentlich für Forschung und Entwicklung aus? Das ist eine sehr gute Frage. Wir messen das gar nicht so eindeutig. Wir haben
Größenordnung 15 Ingenieure bei uns in der Gruppe, die sich primär mit Forschung und Entwicklung befassen, wobei das mehr Entwicklung ist als Forschung, was wir betreiben. Und wir haben aber auch Werksleiter, auch die Vertriebsmitarbeiter machen eigentlich auch diesen Prozess. Bei uns fängt das eigentlich so an, dass ein Kunde bei uns anruft und sagt, er hat ein Verbindungsproblem. Er hat hier ein Problem, das kann er nicht lösen mit herkömmlichen Produkten. Habt ihr eine Idee? Und das nimmt der Vertrieb quasi auf und gibt es in die Entwicklung weiter. Dann wird probiert, finden wir eine Lösung dafür. Das hängt dann manchmal am Material, am Fertigungsverfahren. Das kann auch standortübergreifend gegebenenfalls Lösungen geben. Das funktioniert bei uns auch glücklicherweise sehr gut. Und dann entwickeln wir für den Kunden einen Schlauch. Also insofern sind viele Abteilungen mit involviert und unser Entwicklungsaufwand, wenn man das so ganzheitlich betrachtet, sind schon mehrere Millionen, die wir da im Jahr ausgeben. Ja, fassen wir zusammen. Was sind denn Ihre Jahresziele noch für 2023 gesamt? Also wir haben gesagt, Umsatz, das ist unsere Prognose, 103 bis 110 Millionen. Da können wir schon von ausgehen, das wird eher am unteren Rand sein mit den 79, den wir jetzt haben. EBIT-Marge hatten wir gesagt 11 bis 14 Millionen. Wir sind jetzt schon bei den 11 Millionen. Wir wissen aber auch, dass unser letztes Quartal immer das schwächste ist, weil wir da am wenigsten Fakturatage haben, aber im Prinzip die vollen Personalkosten für das Quartal auch drin. Insofern ist schon unser Ziel, absolut also prozentual über Vorjahr rauszukommen. Dafür tun wir alles, dass wir das noch hinbekommen. Herr Becks, danke Ihnen und viel Erfolg für das Restjahr 2023. Danke. Ja, ich danke Ihnen. Börsenradio Network AG.